Joanna, mach die Übung und ich erkläre dir, warum und wieso. Joanna, setz dich bitte mal hin. Beug dein rechtes Bein und legst neben dich den Unterschenkel. Du gehst so in diese Position, aber du wirst wahrscheinlich nicht so gut reinkommen, wie Joanna reinkommt. Wahrscheinlich musst du dich nach links beugen, weil der Abstand zwischen Gesäß und Ferse noch zu groß ist, weil hier dieser Muskel viel zu angespannt und viel zu kurz ist. Und das ist der erste Grund. Der Grund dafür, dass du die Schmerzen hast im Knie, ist ein zu kurzer Oberschenkelmuskel. Und der, wenn er zu kurz ist, zieht praktisch den Unterschenkel nach oben. Und damit beginnt die ganze Geschichte. Den Rest erkläre ich dir nachher bei den anderen Übungen. Es geht also jetzt erstmal darum, wir flexibilisieren diesen Muskel und du fühlst dann hinterher einfach rein, ob sich an deinen Schmerzen was geändert hat. Was ist bei der Übung jetzt wichtig? Wichtig ist, dass du möglichst den Fuß hier lang hast, aber auch wenn das nicht geht, weil da unten die Muskeln zu kurz sind, hast du halt einen kleinen Winkel drin und du machst dann immer mehr so, dass du immer weiter in diese Position kommst. Mit jedem Mal, was du übst, wird das Gewebe nachgeben und du kommst besser da rein. Und dann versuchst du so dicht wie möglich mit deinem Gesäß auf die Ferse zuzugehen. Und wenn du noch einen großen Abstand hast, weil das alles zu kurz ist, geh nur mal ein bisschen weiter raus vielleicht sogar, dann klemmst du das Bein hier so gegen den Boden und bleibst praktisch in der Position. Wir zeigen es vielleicht sogar mal in der Position, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass du weiter sowieso nicht in die Dehnung kommst. Das ist jetzt fest. Das nächste, was passiert, du lässt deinen Rumpfstrecker weiter nach hinten kippen und nimmst aber dabei das Becken mit. Dazu ziehst du den Bauchnabel ein und lässt sich jetzt praktisch, beugt die Arme auch, dass du immer weiter runter gehst. Soweit wirst du es wieder nicht schaffen, gell? Ich zeige dir jetzt das, was du immer weiter dir antrainieren solltest, weil in der Position hast du jetzt hier richtig viel Dehnungsspannung drauf. Ja. Und das, was vermutlich der Grund für deine Knieschmerzen ist, wird langsam aufgelöst. Ich zeige dir noch eine weitere Möglichkeit, hier vorne diesen Bereich schön aufzudehnen. Bitte beug mal dein rechtes Knie. Jawohl. Und jetzt greif mal mit der Hand nach hinten und zieh den Fuß Richtung Gesäß. Das sollte eigentlich jeder können, aber ich bin mir sehr sicher, du kannst es nicht. Also, wie können wir jetzt diese Übung gestalten, dass du es trotzdem üben kannst? Du machst Folgendes. Du nimmst dir ein Handtuch oder einen Gürtel und ziehst quasi mit deiner rechten Hand die Schlaufe nach vorne und dadurch, aber am besten so, genau das ist einfacher, und dadurch kommt deine Ferse immer näher ans Gesäß. Du kannst deine Arme sozusagen verlängern, um das mit der Übung gut hinzubekommen. Aber wichtig, bevor du anfängst zu ziehen, ja, nimm die Arme so, genau. Bevor du anfängst zu ziehen, also vielleicht in dem Winkel, wenn das nur alles ziemlich entspannt ist, sorgst du dafür, dass die Leiste so fest wie möglich auf den Boden gedrückt wird. Also du darfst nicht in einer Hüftbeugung sein. Die Leiste muss ganz unten sein. Und erst dann, wenn das sichergestellt ist, dann gehst du mit der Hand immer weiter nach vorne und ziehst den Fuß zum Gesäß. Und dann wirst du gleich merken, dass es hier dehnt, dass es in der Leiste dehnt. Vielleicht zieht es sogar im Rücken. So, und was machst du jetzt bei der Übung? Du gehst in die Dehnung. Du gehst so weit rein, dass du den Dehnungsschmerz gerade noch gut ertragen kannst. Also es muss gerade noch ein Wohlfühlschmerz sein. Und dann bleibst du 2 Minuten dort drin und während der 2 Minuten wird es nachlassen, diese Dehnung, diese Intensität. Und so wie sie nachlässt, so ziehst du deinen Fuß immer weiter ran und dadurch dehnst du diesen ganzen Bereich hier vorne, der wahrscheinlich für deine Schmerzen verantwortlich ist, richtig schön auf. Bei der zweiten Übung geht es um die Beinrückseite. Genau genommen vor allen Dingen auch um den Wadenmuskel, weil wenn der zu kurz ist, was auch beim Sitzen passiert, dann zieht der den Oberschenkel nach unten auf den Unterschenkel und dann gibt es die Überbelastung im Knie und die Schmerzen im Knie. Greif doch mal zu deinem Fuß und tu mal so, als ob du nicht nach vorne kommst, wie das bei dir wahrscheinlich sein wird. Ja? Vielleicht kommst du nicht weiter nach vorne, aber du brauchst jetzt bei der Übung den direkten Kontakt am Fuß, also nimmst du einen Gürtel oder ein Handtuch, legst sie um den oberen Bereich des Fußes, dass du einen Hebel hast zum Fußgelenk, der möglichst groß ist, greifst die Schlaufe und hast jetzt die Chance, und so geht auch die Übung, erstmal den Fuß so weit wie möglich nach hinten zu ziehen.
Also bevor du irgendwas anderes machst, ziehst du den Fuß so weit wie möglich nach hinten. Richtig fest ziehen. Wenn du das gemacht hast, vielleicht so 10, 15 Sekunden, dass du wirklich den Fuß nach hinten befördert hast, der muss übrigens senkrecht stehen, dann gehst du ins Hohlkreuz und ziehst jetzt deinen Rumpf im Hohlkreuz zunehmend nach vorne. Und dann wirst du merken, dass es dir in der Kniekehle richtig anfängt weh zu tun. Und das ist der Engpass. Der soll praktisch aufgedehnt werden. Und deswegen ist es gut, dass es weh tut. Und du musst dich freuen. Aber begrenze es halt auf die Intensität, die du gerade noch gut ertragen kannst. Und dann ist es genau richtig. Auch wieder 2 bis 2,5 Minuten. Ja? Das heißt, der Fuß muss die ganze Zeit möglichst weit nach hinten gezogen bleiben. Und der Rumpf geht Millimeter für Millimeter weiter nach vorne. Das entspannt hinten komplett. Du wirst es lieben, wenn du hinterher aufstehst und läufst. Und für deine Beinrückseite zeigen wir dir jetzt eine wunderbare Alternative. Wenn du den Knieretter nicht hast, auch nicht schlimm, dann nimmst du einfach 2, 3 Bücher, die entsprechende Höhe haben, um dieselbe Funktion zu erfüllen. Geh bitte mal, Joanna, mit dem Fuß hier drauf. Und jetzt erstmal mit dem Becken so weit nach vorne, bis du in der Wade, in der oberen Wade, dicht unter der, voll durchstrecken natürlich, gell? In der oberen Wade, dicht unter dem Kniegelenk, eine maximale Spannung hast. Ja? So weit nach vorne gehen, wie es geht. Okay. Und wenn die Spannung hergestellt ist in der oberen Wade, und das ist wichtig, es zu verstehen, dann gehst du ins Hohlkreuz und beugst dich in der Hüfte nach vorne zunehmend. Genau. Beug die Arme und du darfst aber jetzt nicht nach hinten gehen. Du bist ein bisschen nach hinten gegangen. Geh nochmal nach vorne, weil du musst Folgendes verstehen. Beug dich mal nach vorne ganz normal, ohne zu überlegen. Also, dann merkst du, dass das Gesäß nach hinten geht. Dann lässt die Dehnung hier unten wieder nach. Das stimmt, ja. Das heißt, du musst mit dem Becken vorne bleiben und jetzt beim Abbeugen die Position nicht verändern. Jawohl. Im Hohlkreuz bleiben. Das ist nicht einfach, du musst es ansteuern, weil man will automatisch jetzt mit dem Gesäß mehr nach hinten. Das darf aber nicht sein. Und es geht richtig runter, bis dann irgendwann es anfängt, dass hier über die Kniekehle hinweg auch die Beinrückseite anfängt zu ziehen. Ja. Und dann hast du die ganze Beinrückseite drin. Ja, geh noch ein bisschen tiefer, wenn es geht. Jawohl, schön mit der Hüfte nach vorne. Okay, auch da 2 bis 2,5 Minuten steigern. Und das ist dadurch, dass der Fuß so vorgedehnt ist durch den Knieretter oder durch die Bücher, eine sehr, sehr intensive und sehr effiziente Dehnung, die du sofort auch merken wirst. Und damit du das gut nachvollziehen kannst, habe ich noch was Besonderes für dich, nämlich diesen Ratgeber Knie, Schmerzfreiratgeber Knie. Da findest du Übungen drin, du findest Faszienrollmassagen. Klicke hier, dann kommst du drauf, nutze das und Joanna und ich sagen Tschüss. Tschüss.